Ja, ich bin Michael. Ich bin gebürtiger Amerikaner, ja, ziemlich zwangsläufig dann davon betroffen bin. Genau, und wohne seit einigen Jahren in Deutschland. Ja, Victor, möchtest du dann weiter? Gerne. Ja, ich bin Viktor, ich bin 48 und bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und eben auch ein Betroffener aufgrund angeblicher medizinischer Notwendigkeit, worüber wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, inwieweit das so Teil deutscher Kultur war und leider zum Teil auch noch ist. Und bin vor 10 Jahren, als das Kölner Urteil verkündet worden war, das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Aber es hatte davor schon angefangen. Irgendwie lag damals was in der Luft, dass ich mich damit beschäftigt hatte und auch zu anderen Betroffenen Kontakt aufgenommen hatte. Und jetzt zu diesem 10-jährigen Geburtstag eigentlich des Kölner Urteils kommen mir viele, viele Gedanken, wenn ich zurückblicke, was damals passiert ist und was in der ganzen Zwischenzeit passiert ist. Und ich bin Ephraim. Ähm, ja, das ist Manasse, ne, mein Bruder, für die, die es noch nicht wissen oder noch nicht gesehen haben. Ja, und wir sind beide 30 Jahre alt. Und ja, uns wurde die Vorhaut abgeschnitten am 8. Tag unseres Lebens, also aus der jüdischen Tradition. Ja, und genau, also von daher auch ein langer Weg bis zu dem Punkt, dass wir jetzt hier so drüber sprechen, äh, weil ja halt eine Bewusstwerdung auch Teil davon ist. Ich denke, das ist bei dir, nehme ich an, auch so, ne, Michael, dass das bei dir auch kurz nach der Geburt geschehen ist. Ja, ja, genau. Ich bin auch fast 30, um ein bisschen über meine Person zu ergänzen. Das ist quasi auch mein erstes Mal darüber zu reden, öffentlich. Wir haben ja alle so unser erstes Mal gehabt und es werden auch sicher jetzt Betroffene zusehen, die auch überlegen, ob sie das mal machen sollen oder die vielleicht schon ein erstes Mal hinter sich haben mit Freunden oder PartnerInnen oder Eltern und ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben. Und dazu soll ja eigentlich dieser Talk, glaube ich, auch Mut machen, um Zusehenden zu zeigen, das geht. Also zumindest die, die da jetzt zu sehen sind, die haben das wohl alle einigermaßen überstanden oder sind gerade dabei, es das erste Mal zu überstehen und ihre Erfahrung damit zu machen. Und was vielleicht das Wichtigste ist, sie sind nicht allein. Du bist jetzt auch nicht Ja, allein, Mann. Ja, ja, ist leider so, dass man halt dabei nicht allein ist. Ähm, ja. Genau, also das merkt man halt, das ist ja, das habe ich ja auch in den letzten, also wenn wir ja bei der 10 Jahre Jubiläum so dabei sind, dass man merkt, dass es, ja, also man trifft immer mehr Leute über das Leben, wo man dann merkt, dass es einen Einfluss gehabt hat. Ja. ja, ich finde das ganz wichtig, noch, dass sozusagen, was du sagst, auch Viktor und jetzt, also ich finde es natürlich auch toll, dass du dabei bist, Michael, so dass du diesen Schritt jetzt machst. Warum ist es denn so wichtig? Ich meine, für die sich vielleicht nicht gewöhnt sind, darüber zu sprechen und ihre Gefühle darüber deswegen auch nicht reflektieren können im Austausch. Das gehört ja ganz wichtig dazu, den Austausch zu haben. Das ist das eine für die direkt Betroffenen. Aber ähm, ja, ich denke, es ist ganz wichtig zu sehen, dass nur wenn wir darüber sprechen, ist es möglich nachzuvollziehen, warum das eben keine gute Idee ist, das mit Kindern zu machen. Ja, weil die können ja nicht für sich selbst sprechen. Also äh, ja, bei anderen Dingen, bei denen Menschen von was betroffen sind, äh, können die, ja, also gerade wenn es um Erwachsene geht, was darf man mit Erwachsenen machen, dann, ja, dann können die selbst für sich sprechen und sagen, ich will das nicht oder ich will das und so weiter. Aber bei Kindern
ja, da ist es dann auch ein Problem mit dem Einfühlungsvermögen von anderen, weil ja, gerade wenn es ein Kind ist, das noch nicht mal sprechen kann oder einfach ein kleines Kind, dann, ja, dann ist man sich gewöhnt, dass man halt Entscheidungen für dieses Kind trifft. Und eigentlich sollte es klar sein, dass das nicht eine Entscheidung ist, die man für ein Kind treffen darf. Aber wenn andere irgendwie das noch nicht verstehen, wenn Leute irgendwie das auch so von Alters her sozusagen gewöhnt sind, dass das einfach dazugehört, dann ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, wie das für uns ist, dass es mit uns gemacht wurde, ja, damit dieser Denkschritt, dieser auch empathische Schritt gemacht werden kann, ne? Dass Kinder davor geschützt werden. Deswegen finde ich es immer gut, wenn weitere Leute sich dazu äußern. Deswegen schätze ich es auch sehr, dass du jetzt dabei bist, Michael. Ja, der Talk hätte noch viel voller sein können, ne? Also wir werden alle Betroffene im Kopf haben, die jetzt auch eigentlich wichtig wären, gehört zu werden, aber die das nicht schaffen. Und für die sind wir ja auch hier. Man ist ja nie nur für sich alleine da bei dem Thema. Manche können es nicht mal anschauen, also werden das Video gar nicht ansehen. Werden sagen, es ist gut, dass ihr das macht, aber ich kann das nicht. Ja, das ging mir öfter so, geht mir immer noch bei manchen Sachen so, dass ich das einfach sage, ja, ich kenne halt ungefähr, worum es geht, muss ich mir nicht jetzt die Details mal wieder erleben oder so. Das dann, ja. Du meinst bei dem Thema, aber bei anderen Gelegenheiten dazu oder andere Themen auch? Genau, ja, also auch ganz verschiedene. Also gibt es so ein neues Buch aus England und so weiter. Das ist dann halt Medien, wo ich denke, das wäre eigentlich wichtig, ja, für Leute generell, für das Publikum, für ja, die Welt dann zu wissen, aber ich persönlich muss das mir nicht antun, Ach, gibt es sozusagen. ein neues Buch aus England über MGM, oder? Naja, also diese von 15 Square, diese A for Alex, Ach so, diese, Ava Alex, ja, ja, klar. naja, Das neu ist ist ja es jetzt, letztes Jahr, sondern verstehe. ja, so Ja, das ist ja letztes Jahr einigermaßen neu. vorgestellt worden. Richtig, ist ja letztes Jahr vorgestellt worden von ihr, W. Ja. Doga, und dann ist es erschienen. Ja, verstehe. Ja, 10 Jahre Ich wollte Kölner auch noch Urteil. sagen, einfach Ja, auch von meiner Seite her, ne, finde ich es wichtig, dass wir hier sind und auch schön, dass du jetzt zum ersten Mal dabei bist, Michael. Ähm, und mein Gedanke dazu war eben noch, dass wenn wir das so machen, ne, wie wir das jetzt machen, ähm, ist es halt auch etwas, ja, wenn wir das immer weitermachen, dass es normaler wird. Also ich merke es auch bei mir selbst. Letztes Jahr war ich das erste Mal am Viva Yoga an so einem Gespräch dabei. Und dieses Jahr ist es für mich schon ein ganz anderes Gefühl. Es ist schon viel selbstverständlicher. Und ich merke, dass sich das auch auf meinen Alltag auswirkt, wenn ich im Alltag drüber spreche. Durch dass ich mehr Austausch habe mit Menschen wie euch und anderen, die eben auch äh, zu dieser Einsicht gekommen sind, dass genitale Selbstbestimmung wichtig ist es für mich selbstverständlicher und ja, es fühlt sich weniger angespannt an und so weiter. Ähm, also es hat schon auch, es ist nicht nur etwas Unangenehmes dann drüber zu sprechen, sondern hat auch eine Wirkung, die ich dann, ja, über die ich froh bin. hm. Das stimmt. Also ich finde, ich möchte natürlich gerne auch noch über diese 10 Jahre sprechen, Viktor, die du jetzt gerade ansprechen wolltest, aber ich finde das auch, das ist ein guter Punkt, finde ich noch, den Manasse du gemacht hast, ähm, weil ich habe auch ein anderes Gefühl jetzt dabei. Also da ist wirklich viel passiert, seit ich mich zum ersten Mal einfach darüber geäußert habe, nicht nur im Umfeld, sondern auch eben öffentlich. Aber auch natürlich der erste Schritt, sich im eigenen Umfeld zu äußern, der löst auch einiges aus. Wobei das ja damals eher von dir zu mir ausgegangen ist und ich dann es auch einfacher hatte. Aber was ich eben dabei auch noch denke, ist, ich habe ein anderes Gefühl und ich habe eben auch wirklich mit vielen gesprochen inzwischen, die selbst betroffen sind, die vielleicht auch durch mich zum ersten Mal darauf angesprochen wurden und
mit gewissen habe ich aber auch schon gesprochen, die schon, ja, zum Teil Leute, die ich nicht mal wirklich kannte, die dann, als ich ihnen davon erzählt habe, mir gleich gesagt haben, dass sie auch ein Problem haben. Und äh, ich meine, als ich zum ersten Mal darüber gesprochen oder mich damit befasst habe, habe ich gedacht, ja, wo sind denn all die Leute, die irgendwie ein Problem damit haben? Ich kenne ja gar niemanden. Aber wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dann, ich habe das Gefühl, die sind an jeder Ecke überall. Ne? Also natürlich gibt es überall Leute, die betroffen sind, aber auch überall, es gibt darunter auch ganz viele, die schon, äh, bei denen auch wie bewusst das Gefühl da ist, ich leide darunter, ja, das ist für mich schwierig und so weiter, aber die eigentlich nicht irgendwie, die nicht mit anderen drüber sprechen, geschweige denn irgendwie das irgendwo öffentlich sagen. Also das fällt mir einfach auf, wie viele das es von uns gibt sozusagen, ja, oder wie viele auch sich die ähnlichen Gefühle haben. Ja, genau. Ja, wollen wir zu diesem 10 Jahre Jubiläum übergehen? Das ist so, wo wir halt damals waren. So. Also ich war tatsächlich in Deutschland zum ersten Mal, als diese Bist du, Debatte Entschuldigung, so. Entschuldigung, bist du da nach Deutschland gekommen? Auch noch just in dem Jahr? Genau, ja, ja, 2012 war ich zum ersten Mal in 2000? Deutschland. Wow. Ähm, Okay. also Was zwischen für Mai und ein. Dezember. Also vielleicht kann jemand, der die Daten so ein bisschen besser kennt, das irgendwie Mai, Dezember so erklären, warum das dann wichtig war. Aber ich war genau dazwischen zum ersten Mal in Deutschland angekommen, also bin in Deutschland da angekommen. Ja. Also Mai war halt, also ja, diese Kölner Urteil und im Dezember hat dann den Bundestag, der Bundestag dann ähm, die Situation quasi gelöst und der MGM soll wieder erlaubt. Ähm, Genau, aber ich bin ja, ich war so 17, 18 so zum ersten Mal in Deutschland über ein Programm und wir hatten ja noch Deutschunterricht, so quasi ein Einstiegsprogramm, wie man dann ähm, ja halt in Deutschland lebt. Weil ich konnte schon da Deutsch, aber viele im Programm konnten kein Deutsch und musste halt so die Grundlage da gelegt werden. Genau, und wir waren halt, es gab eine Medizinerin, also sie hat dann Medizin studiert zu dem Zeitpunkt und ähm, hat uns dann also darauf gesprochen, was wir halt von ja, von einem Verbot dann halten würden. Genau, und da bin ich quasi, das war also die erste oder zweite Woche, als ich in Deutschland war, quasi. Genau, wurde darüber gesprochen. Also jetzt Ja. irgendwie so ein bisschen so ironisch witzig, weiß nicht, so, dass ich jetzt 10 Jahre später hier sitze. Ähm, genau, 9,5 Jahre, so ungefähr. Was hast du denn damals gedacht? Kannst du dich noch erinnern, als du davon gehört hast? Von Naja, es war dieser halt Urteil? so eine Reflexivität, den eigenen Kultur also, zu verteidigen halt. Also ich war völlig ignorant. Ja, in die Details werde ich nicht gehen, aber ich hatte keine Ahnung von nicht viel. Vor allem, weil die Sexkunde in der Schule bei uns so sehr informationsarm ist, sage ich mal so. Und ja, also man weiß eigentlich nicht, was das bedeutet. Es ist halt ein Wort, das wird uns zugeschrieben, okay, das ist uns, dann verteidigen wir das einfach. Das war eher, also so, wir waren so, glaube ich, zu dritt oder viert und es war halt ein anderer Typ, der das so richtig voll verteidigt hat. Und ich war dabei, halt so geknickt und so, halt, ja, halt, macht irgendwie Sinn. Ist, aber hatte keine Ahnung ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich also irgendwie zugestimmt hatte oder ich hatte, also ja, die Grundlage, eine Meinung zu haben, hatte ich einfach nicht. Was soll ich sagen, also aus meiner heutigen Sicht. Ja. Ja, das war bei Frem und mir eigentlich ganz ähnlich. Also wir haben eigentlich, ähm, also ich kann für mich vielleicht sprechen, weil wir haben damals noch nicht wir waren zu der Zeit nicht in so intensivem ähm, Austausch im Alltag wie jetzt. Es war eine andere Zeit und ich war da im Studium in Fribourg
Und ich habe das einfach so mitbekommen, dass da was geschehen ist in Deutschland, ein Urteil. Und da war einfach ein Unbehagen bei mir. Ich habe gedacht, ja, jetzt wollen die irgendwie, ich habe tatsächlich einfach wirklich dieses ganz klassische, was dann auch von diesen jüdischen, also diesen Personen, diesen VertreterInnen jüdischer Gemeinschaften hauptsächlich gesagt wurde, ja, das ist ein Problem für das Judentum und so weiter, wenn das nicht mehr gemacht werden darf. Und hatte ich einfach ein Unbehagen. Ich habe mich nicht so genau damit befasst, aber ich habe gedacht, was machen jetzt wohl wird jetzt die Politik in Deutschland damit machen? Und habe das aber nicht so genau verfolgt. Und ja, was meine eigene Betroffenheit angeht, da war ich einfach auch ahnungslos, das kann ich sagen, obwohl ich mitten im Medizinstudium war. Ich hatte nichts über die Vorhaut gelernt, was andere nicht auch wissen, vielleicht ein bisschen mehr über Körperstrukturen generell, die ja natürlich auch bei der Vorhaut vorkommen, also was Haut an sich betrifft und so weiter. Aber ich war ahnungslos und war eigentlich immer noch in dem Denken meiner Kindheit, dass das was Gutes ist, was für mich gemacht wurde, dass ich eigentlich besser damit dran bin und ja, dass es einfach möglich sein muss, das einem Kind zu machen. Das war für mich dann halt irgendwie wie selbsterklärend, weil ich dachte, ja, das ist wichtig für mich. Ne? Einfach, das gehört irgendwie zu mir. Ja, das war, das war so ein bisschen die in der Zeit. Ja, ich habe ein paar Mal versucht, mich daran zurückzuerinnern, an diese Diskussion vor 10 Jahren, aber ich habe einfach nur mitgekriegt, jetzt gibt es irgendwie eine Diskussion. Und irgendwie macht das Kinderspital in Zürich noch irgendwas und es wird jetzt darüber diskutiert. Ich habe nicht so wirklich diesen Anfangspunkt mit diesem Urteil, das ist mir nicht so bewusst in Erinnerung, ob ich das überhaupt realisiert habe, in der Zeitung das gelesen zu haben, dass es ein Urteil in Deutschland gab, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich weiß, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, dann war so mein Haupteindruck damals, ja, das ist jetzt wieder irgend so ein Blödsinn. Die werden es dann schon kapieren, dass das alles okay ist, ne? Also irgendwie so, ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist so wichtig für die Religion in dem Sinn, sondern das gehört einfach zum Judentum, ob jetzt Religion oder nicht, dachte ich. Und wieso gibt es jetzt hier ein Problem? Also ich glaube, die Leute werden schon zur Vernunft kommen. Ich glaube, da regen sich einfach ein paar Leute viel zu viel auf. Ich glaube, ich war da doch irgendwie so ein bisschen gelassen, hatte ich das Gefühl, weil ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich immer auch ein bisschen Sorge, einfach auch natürlich berechtigt, um Anfeindungen gegen halt Menschen mit diesem jüdischen Hintergrund, so wie ich ihn habe. Und dachte schon, ja, jetzt gibt es da wieder irgend sowas. Und das hat mir schon ein bisschen Sorgen bereitet, aber ich habe mir einfach, was die Sache selbst betrifft, gedacht, das ist jetzt einfach irgend so ein viel Lärm um nix. So, ich habe das, aber das, wie du auch sagst, Michael, einfach keine Ahnung. Also einfach keine Ahnung, worum es da geht. So wie die Leute, die halt die Entscheidung für Kinder treffen, die das auch in den allermeisten Fällen machen, ohne eine Ahnung zu haben. Ähm, ja, und das ging so lang, das zu durchbrechen. Also auch nicht mal diese große Diskussion hat das bei mir geschafft. Das hat wirklich, das zeigt auch, wie eigentlich schlecht die Diskussion geführt wurde oder in dem Sinn, wie sie wiedergegeben wurde, auch von den Medien, weil darüber habe ich einfach nichts gelesen. Das kam da nicht bei mir durch. Die Sache selbst kam nicht durch bei mir, obwohl viel dazu geschrieben wurde. Ja, bei mir auch nicht. Und ähnlich wie du, ich habe es ja als für eine unernste Debatte, also es war irgendwie so eine deutsche, ja, okay, die Birkenstockträger, die irgendwie aufregen, dass ja irgendwie so eine Art Schwein dann irgendwie oder so eine Schlange, die sich ja irgendwie so aufhält und da darf kein Fabrik gebaut werden oder so. Das ist irgendwie so eine, okay, eine Deutsche, die machen sowas und dann wird es jetzt wieder gut oder so. Also das war halt ja total unseriös, also von mir, also von meiner, also wahrgenommen sozusagen. Und ja, aber ich hätte dir nicht sagen können, was
wie eine Vorhaut aussieht, wo das hingehört und wirklich sowas von null Ahnung von nix. Aber ja, und bei mir ist auch nichts von der Diskussion. Das wäre erst ein paar Jahre später, wo das dann in mir bewusst wurde, aber da zu dem Zeitpunkt nichts. Ja, Victor, Viktor, wie bei war das dir bei ist es dir? ganz anders gewesen. Ne? Bei dir Ja, ist das bei mir war das 180 Grad verkehrt. na ja, ne, bei mir war das auch nicht anders, nur eben früher, aber ich bin ja auch älter. Es hat Bei mir hat es eigentlich ja viel länger gedauert als bei euch, ne? Also, ich hatte angefangen, mal in mich Ende der 90er Jahre für Restoring zu interessieren und erinnere ich mich da an einen Fernsehbeitrag, wo das vorgestellt wurde aus den USA, Michael, ne? Da gab's dann einen Beitrag über einen Hersteller. Ich erinnere noch, dass der Trompeter war und als Modell für ein Restoring-Gerät ein Mundstück zeigte. Also der wurde auch Trompete spielend in dem Beitrag gezeigt und zeigte das Mundstück. Dass er dadurch auf die Idee gekommen sei, für die Zusehenden, die das nicht wissen, was Restoring ist. Es gab schon immer, schon auch vor Jahrtausenden, Menschen, die sich trotz einer Vorhautamputation durch Dehnen der Hautreste wieder eine Hautbedeckung, so eine Art Ersatzvorhaut, die es natürlich nicht gibt. Die Nervenenden sind unwiederbringlich und das muskuläre Gewebe auch. Aber man kann zumindest wieder eine Art von Innengewebe herstellen und eine größere Hautbeweglichkeit. Und da gibt es, besonders aus den USA kommend, wo eben prozentual sehr viele Männer betroffen sind, eben auch einen gewissen Markt und schon seit Jahrzehnten. Das sind private Hersteller. Und ich habe das aber damals dann nicht bestellt, weil ich da zögerlich war und eher das nur mit ärztlichem Rat gemacht hätte. Ne? Aber das ist eben kein Glanzlicht der urologischen fachärztlichen Landschaft in Deutschland, dass es dafür also damals auf jeden Fall überhaupt gar keine Angebote irgendwie gab. Also man müsst euch vorstellen, Mitte, Ende der 90er, da hatte ich noch nicht mal einen Computer und kein Internet. Wo hätte ich denn da hingehen sollen? Und da ich mich eher geschämt habe, obwohl ich da schon Mitte 20 war und als Künstler auf Bühnen auftrat, also ich war jetzt auch nicht gerade schüchtern so als Mensch, habe ich mich trotzdem nicht getraut, zu irgendeinem Arzt hinzugehen und das einfach einzufordern. Das hätte ich ja auch sagen können. Also vielleicht hätte ich da eine Abreibung bekommen, aber ich hätte ja weitersuchen können. Ist ja auch für Sexualität nicht die unbedeutendste Zeit im Leben, so als junger Mensch zwischen 20 und 30. Ne? Ich habe das dann nicht gemacht. Aber irgendwie kam das Thema dann doch immer wieder hoch. Und so um 2010, 2011 rum habe ich dann im Internet andere Betroffene gesucht, in Medizinforen und habe mich dann darüber informiert. Ich wollte unbedingt wissen, ob es da Leute gibt, die das schon gemacht haben mit dem Restoring und von Erfahrungen berichten können. Und 2011 habe ich dann ein Buch gelesen von Mario Lichtenheld. Unheil heißt dieses Buch. Das habe ich auf Amazon damals gefunden. Und das hat mir so die Augen geöffnet über das ganze Thema und mir gespiegelt, dass meine Gefühle der Trauer darüber, was damit mir passiert ist und mit dem, halt einfach diese Verlustgefühle und die Ohnmachtsgefühle, dass die berechtigt sind. Und ich habe dann auch Kontakt zu dem Autor aufgenommen und dem meine Geschichte erzählt und das erste Mal überhaupt so mal gespiegelt bekommen, weil ich nämlich nicht mit Freunden darüber gesprochen, also noch nie. Ja, und darauf kam dann das Kölner Urteil. Deswegen sagte ich vorhin auch, für mich lag das wohl im Nachhinein so in der Luft, weil ich mich auch manchmal gefragt habe, wieso eigentlich da ist. Es passte alles aufeinander. Und das war ja, ein großer Fürsprecher, dieses Kölner Urteil. Also ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich dachte, endlich wird das jetzt vielleicht mal Thema. Ich habe damals eigentlich nicht so politisch gedacht, obwohl ich schon lange Mitglied der Grünen war. Da war ich 2002 eingetreten, eigentlich natürlich nicht aus MGM-Thema. Ich war bei den Grünen. Meine Hauptthemen, für die ich mich interessierte, waren Verkehrspolitik und Tierschutz. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ja mal in der Partei auch ein bisschen aktiver werden. Denn
die politische Landschaft reagierte ja total radikal in dieser Bundestagssitzung im Juli 2012, wo sofort, ohne vorher eine Debatte darüber geführt zu haben, ja ein Beschluss verabschiedet wurde, der das Justizministerium aufforderte, über die Sommerpause einen Gesetzentwurf zu entwerfen, das zu erlauben. Und das hat mich entsetzt, weil ich merkte, jetzt geht offensichtlich alles sehr schnell. Und jetzt müssen wir draußen sprechen, weil das sonst verabschiedet werden wird, irgendwann dieses Gesetz, und man wird sagen, es gibt gar keine Betroffenen. Und dann habe ich mich davon treiben lassen. Ich bin dann nach München gefahren zu den Münchner Grünen, die dazu eine Veranstaltung gemacht haben, wo der damalige justizpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion also da geworben hat für diesen Gesetzentwurf. Der hatte vorher in einem Interview gesagt, dass er noch niemals von Männern gehört habe, die darunter leiden. Und den wollte ich ansprechen öffentlich. Und dann habe ich ihm damals gesagt, ich finde das unglaublich, dass du so eine Aussage triffst, die zeigt, dass du dich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hast. Denn in 10 Sekunden googeln hättest du erfahren, dass es solche Männer gibt. Und das erwarte ich von einem justizpolitischen Sprecher einer Bundestagsfraktion, wenn er zu so einem sensiblen Thema eine solche Aussage macht. Und dann hat er damals vor dem vollen Haus da im Büro der Münchner Grünen gesagt, ab morgen werde ich sagen, dass ich einen kenne, nämlich dich. Das war so mein erstes Erlebnis mit dem öffentlich darüber sprechen. Und danach kamen einige auf mich zu denen habe ich heute immer noch Kontakt. Auch bei dem Kreisverband, in dem ich damals Mitglied war, in einer anderen Stadt, gab es Fürsprecher, die Kinderschutz da wichtig fanden und klar machten auch, dass man da in der Grünen Partei nicht alleine ist. Aber ich habe sehr früh damals dann begriffen und gespürt, dass man von der politischen Seite von oben dieses Thema möglichst schnell vom Tisch wischen will. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, das war eine Frau, die mir sehr geholfen hat, mir Mut zu machen, darüber zu sprechen. Das war die damalige Vorsitzende von Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau e.V., Emega Cevic-Gerig. Die habe ich gehört in einem WDR-Interview und die hat gesagt, dass sie weiß, dass es auch Männer gibt, die aus angeblichen medizinischen Gründen, die vor Ort abgeschnitten wurde, und die darunter leiden. Und das war für mich unglaublich wichtig. Das hat mich so berührt, als ich das gehört habe, weil ich davor auch immer dachte, eigentlich gehöre ich ja gar nicht so richtig dazu. Alle reden ja nur von rituellen Vorortamputationen. Und das bin ich ja gar nicht. Bei mir war das kein Ritual. Und dann darf ich vielleicht auch gar nicht mitsprechen, weil ich mich dann einmische in einen Mehrheiten-Minderheiten-Konflikt, in einen kulturellen, religiösen Bereich, mit dem ich nichts zu tun hatte. Und die Aussage von Emega Cevic-Gerig hat mir damals gezeigt, nee, ich darf das trotzdem. Das werde ich nie vergessen. Das war eine Frau, eine Vorsitzende von einer Frauenrechtsorganisation, die niemand darum gebeten hatte, sondern die haben das damals von sich ausgemacht. Und so ging das dann den Sommer über. Dann wurde das Beschneidungsforum.de gegründet, auch im Sommer. Und das wurde dann ganz schnell eine Plattform, wo sich Betroffene trafen und dann auch anfingen, sich politisch zu organisieren. Und dann hat der Mogis e.V. als bis dato eben Verein von Betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs angeboten in einem Posting in Social Media, dass man sich melden kann, dass sie für das Thema offen sind und uns helfen wollen, die Betroffenenstimme in Berlin in diesem sich anbahnenden Gesetzesverfahren hörbar zu machen. Jetzt will ich nicht noch mehr reden, aber das war so die Vorgeschichte von 2012, wo mich das abgeholt hat und wo mich das dann so hingespült hat. Und jetzt sind 10 Jahre vergangen und ich kann das Und eigentlich jetzt nicht bist du wirklich glauben. Vorsitzender von Mogis. Ja, das ist alles eine ziemlich verrückte Geschichte. Also für mich persönlich schon. Ich schüttel da oft auch noch wirklich drüber den Kopf. Also nicht verneinend, sondern so ein bisschen ungläubig, wo einen das Leben, ich sag's nochmal so, hinspülen kann, wenn man sich dann treiben lässt. Aber wir konnten nicht anders. Ich habe das nicht gesucht, sondern wir mussten das tun. Und irgendwie ist das bis heute so, dass ich das tun muss, weil was wäre denn, wenn wir das nicht machen? Also es ist ja so schon schlimm genug.
was passiert. Aber wenn damals nicht wenigstens die Stimmen da gewesen wären oder heute nicht wir hier da wären, dann würde man weiter diese Lügen verbreiten. Das macht man ja leider auch trotzdem, aber sie werden nicht so leicht als Lügen zu erkennbar, dass es niemanden gibt oder dass es eben vernachlässigenswert sei, dass man noch darunter leiden kann. Es ist schwer, finde ich, sich dem zu entziehen, wenn man mal verstanden hat, was bei diesem Thema alles letztendlich auf dem Spiel steht in unserem Zusammenleben. Ja, also ich merke auch bei dieser Geschichte jetzt gerade in dem Sinn, in Bezug darauf, was du jetzt zuletzt noch angesprochen hast. Einerseits ist es ein langer Weg für dich und für uns alle natürlich, aber deiner ist jetzt doch noch in dem Sinn, was das betrifft, länger, weil du bist auch viel länger schon aktiv. Und ja, auf der einen Seite ist das wie ein Erfolg, ein persönlicher, sich sozusagen äh, darüber so bewusst zu werden und dann anderen auch, also sich auch so dahin zu stellen und zu sagen, ne, wie ich das finde gegenüber anderen. Und ja, aber ich sage auch immer, für mich ist das auch ein Teil der Selbstbestimmung, weil ich kann mit meinen Gefühlen selbstbestimmt umgehen, zu ihnen stehen und ja, solche herablassenden Bagatellisierungen, Verharmlosungen, ja, oder auch ein bisschen Marginalisierungen, wie das dieser Politiker, dieser Sprecher, von dem du erzählt hast, gemacht hat, sowas sich dann nicht bieten lassen. Ja, wie soll ich sagen, das ist also ja, verletzend oder einfach, das ist, das hat auch nichts mit Einfühlungsvermögen zu tun, wenn ein Mensch so spricht. Und ja, das ist auf der einen Seite, dass wir diesen Weg gehen können und selbst, ja, sozusagen gewisse Stärke auch wiederfinden. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, was du sagst, so schlimm, dass jetzt in dieser Zeit einfach alles so weitergemacht wurde wie bisher und sogar zum Teil noch schlimmer, also je nachdem, worum es geht. Das ist so, das ist auch etwas, was, wenn ich darüber nachdenke, auch immer wieder, wenn ich höre, dass irgendwie ein Kind jetzt wieder betroffen ist, dass jetzt wieder was gemacht wurde. Ich habe jetzt auch kürzlich gerade was gehört aus sozusagen im entfernten Bekanntenkreis. Das, das ist einfach schlimm, ne? Man muss einfach hoffen, dass das Kind das irgendwie übersteht, irgendwie damit klarkommt, ja, und auch dann im späteren Leben. Ja, das ist schon etwas, das ist schon schwierig, irgendwie der Gedanke daran. Und wir haben ja letztes Jahr auch gesagt, dass wir nicht freiwillig hier sind, weil, ja gut, wir sind es nicht erstens mal, weil wir ja nicht in dem Sinn freiwillig betroffen sind. Und andererseits, ja, Manasse, das hast du damals auch gesagt, das geht einfach so weiter. Und von daher ist es ja ist ja eigentlich auch eine Pflicht, eine Verantwortung, eine gemeinsame, hier was dagegen zu unternehmen. Ich habe also während du das erzählt hast, Victor, durch das du, das ist, ich meine, ein bisschen kenne ich die Geschichte ja auch schon. Ein paar Sachen waren jetzt neu für mich, aber vom Prinzip her habe ich einfach realisiert, das war natürlich ein historischer Moment, im Zusammenhang mit dem wir jetzt auch dieses Gespräch führen. Und zugleich gibt es eigentlich jetzt laufen wieder solche, wenn wir so wollen, historische Momente, bei denen wir eigentlich, also oder potenziell historische Momente, bei denen wir eben auch uns diese Aufgaben gewissermaßen zufällt, die du damals übernommen hast. Und ich meine, mich beeindruckt es natürlich, das zu hören, wie das damals für dich war und was du damals dann auch dich getraut hast zu sagen, obwohl du da ja tatsächlich noch einiges weniger Leute um dich hattest, wie mir scheint, dass es jetzt der Fall ist und wie das für mich jetzt ist. Und deshalb, ja, ist es für mich auch es gibt mir Mut,
das selbst weiterhin auch zu tun, und in solchen Situationen dann auch zu versuchen, eben das zu sagen, was gesagt werden muss. Es fällt mir gerade ein, auch in Bezug auf dem, was Victor gesagt hat, dass man muss auch die Wörter dazu haben, um das Thema anzusprechen, beziehungsweise das so zu konzipieren als schwerer Übergriff. Und es hängt jetzt, also meine Gedanken, also meine Geschichte hängt auch so ein bisschen oder widerspiegelt diese Dame von Terre de Femme. Also als ich das so quasi ja, zum ersten Mal betrachtet habe, so, hatte ich also meine beste Freundin halt an der Uni und sie war sehr aktiv in der Frauenbewegung und zwar gegen ja, sexuellen Gewalt halt ja, generell und war da sehr aktiv und hat viel darüber geredet, also über die Selbstbestimmung und so diese Sprache von Selbstbestimmung und das ist eben ein wertvoller Recht quasi, die alle Menschen besitzen. Ja, in der Bewegung eher um die halt sexuelle Selbstbestimmung von Frauen, aber also die Grundprinzipien sind dann halt eben, treffen halt alle Menschen, meiner Meinung nach. Und das ist dann eben halt, das war halt an der Uni so eine neue Sprache, die halt ich von der Schule nicht kannte. Und eben durch diesen neuen Erwerb von Ideen, die man vorher, nein, nicht fremd, aber halt, man denkt nicht bewusst darüber nach. Und das ist irgendwie so also es gibt Überschneidungen mit anderen Bewegungen. Das fällt mir ein. Das stimmt, das ist wahnsinnig wichtig. Äh, Das habe ich selbst auch gemerkt. Es hat wirklich mit der Sprache zu tun. Ich merke, das, was mir wirklich hilft, hier drüber sprechen zu können, also worauf ich sehr stark zurückgreife, ist alles, was so aus der Frauenrechtsbewegung kommt oder eben auch sexuelle Selbstbestimmung oder gegen sexualisierte Gewalt, was ja sozusagen sehr tief in der Frauenbewegung verankert ist, weil da die Betroffenheit sehr stark ist. Und ja, merke auch, dass wir sozusagen, man könnte sagen, wir Männer stehen uns ein bisschen selbst im Weg manchmal, aber das hat einfach sozusagen damit zu tun, dass eben dieses Bewusstsein äh, oftmals fehlt. Ne? Also in der männlichen Sozialisierung ist das einfach nicht so Teil. Und ich glaube, ja, also mich hat zum Beispiel auch das ganze MeToo, diese Diskussion, vieles davon, was damals diskutiert wurde, hat mich sehr beeindruckt und einfach allgemein mich zum Denken gebracht. Das war ja jetzt auch in diesen letzten 10 Jahren. Und das war eigentlich auch in der Zeit, als ich wirklich schon angefangen hatte, zu überlegen, was eigentlich mit, mit ja, was das bedeutet mit der Vorhaut, dass ich da schon bewusst wurde so ein bisschen. Dann kam dieses MeToo und da wurde halt einfach viel über Themen gesprochen, die wirklich sehr, sehr eng da einen Zusammenhang haben. Und da merke ich einfach so, dass ja, wie viel das eigentlich auch uns Männern oder ja, männlich sozialisierten Personen bringt, wenn eben diese sonst Frauenrechtsthemen, wenn darüber gesprochen wird, dass es eben etwas ist, was sich dann nicht nur auf, nicht ausschließlich auf die Frauen, ne, beschränkt, was der Effekt davon, sondern also ich habe sehr viel davon mitnehmen können und tue das auch jetzt noch. Und auch wenn wir jetzt drüber sprechen, habe ich das Gefühl, oftmals Menschen, die sich sehr damit auseinandersetzen, die haben eher das Gehör dafür auch, hören eher zu. Auch der Artikel, der über Manasse und mich geschrieben wurde, das war von Anna Rosenwasser, dieser größere Artikel diesen Winter. Das war auch eine Begegnung, die ja, wo ich einfach gemerkt habe, da ist das Bewusstsein schon lang da und jetzt kommt einfach unser Thema sozusagen neu dazu und lässt sich gleich einordnen, ja, in die Überlegungen, die schon gemacht wurden.
so generalisiert würde ich aus meiner Erfahrung das nicht so darstellen, aber es ist schön, dass du das so erlebt hast. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist halt meiner Freundin, sie wurde, also nicht dafür, aber halt aus anderen Gründen, äh, eher eine Ausnahme, die egalitär denken kann, ähm, um das mal so diplomatisch ausgedrückt zu haben. Ähm, also in den USA ist es halt vielleicht generell alles ein bisschen überspitzter als in Deutschland. Und äh, ja, also ich finde, dass die Bereitschaft, den Leid von den Betroffenen anzuerkennen, liegt nicht da. Und eben aus dem Grund ist es nicht immer sinnvoll, es ist öfters nicht sinnvoll, darüber zu sprechen, weil eben wie Viktor so erlebt hat, dieser ähm, naja, dieser Widerstand, diesen Gegenschlag von Menschen, die eigentlich besser wissen sollen, ist viel schlimmer als von Leuten, die das bewusst unterstützen. Also ich finde es viel besser, wenn irgendwie ein religiöser Mensch da, wie es in historischen Texten steht, ja, es sagt Manager, Sexualität ist schlecht, wir wollen das abschneiden, um es halt zu verletzen. Ist voll, finde ich, also das finde ich bescheuert, aber voll in Ordnung, weil es keine Lüge ist. Aber wenn da steht als irgendwelchen Rechtlerin und dagegen spricht, Menschen Rechten zu ordnen, die eigentlich als Menschen laut deren eigenen Ideologie gehören sollen, das finde ich viel, viel schlimmer, viel, viel verletzender und einfach es ist für mich sehr schlecht. Und habe ich öfters erlebt. Ja. Darf ich noch fragen, das würde mich noch interessieren, wie das deine Bewusstwerdung so abgelaufen ist. Also gab es irgendwie eine Situation oder Ähm, Jein, also das habe ich ja naja, biologisch erfahren, sage ich mal so. Also in die Details werde ich nicht gehen. okay, das hat mit persönlichen Begegnungen zu tun auch. Ja, 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 ja. Bei Ephraim, Ja, ich Ja, habe viel, und früher viel mehr darüber geredet und dann irgendwann habe ich das total aufgehört, weil, also nicht in der Öffentlichkeit, aber halt mit Leuten in meinem Umfeld und das war halt eine sehr ausgebildete Uni-Gesellschaft und da kam es überhaupt nicht an, halt viel mehr, also dann habe ich einfach aufgehört, darüber zu reden. okay, Das ist schon das sechs ist sehr Jahre her. traurig. 6 Jahre, sagst du, ist das her. Nee, wie alt 22 ungefähr? Ja, Ja. so ungefähr. Ja, du warst nicht geschützt, ja, ne? Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen beidem zustimmen. Also ich meine, ich finde es auch so, dass die Diskussion, die um halt Frauenrechte und so geführt wurde, sexuelle Gewalt und so weiter, dass ich die natürlich auch in der Zeit hat sie stattgefunden und ich habe die mitverfolgt. Und da sind sicher viele wichtige Punkte, die eigentlich genauso gelten, wenn es um das Thema genitale Selbstbestimmung geht. Und ja, das andere ist natürlich das Enttäuschende, wenn gerade die Menschen, die sich für das eine einsetzen, das andere nicht ernst nehmen oder schlimmer noch, das andere, also die genitale Selbstbestimmung als nicht ein Grundrecht anerkennen. Das ist dann ja eigentlich fast eben, wie du es gesagt hast, Michael, schwerer zu ertragen als bei jenen, bei denen es ihr eigentlich sozusagen sowieso klar ist. Ja. Und vielleicht kann ich da gleich noch anknüpfen dran, in dem Sinne, dass ich meine, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie wir 2012 das wahrgenommen haben. Und ja, in der Zwischenzeit ist ja dann auch bei mir und dann auch bei Ephraim irgendwann klar geworden, ey, ich finde das nicht richtig. Und das war dann auch ein längerer Prozess, der über Gespräche und ja, halt zufällige Informationen, auf die ich zufällig gestoßen bin, ähm, abgelaufen ist. Und
ja, halt ständig mit solchen ähm, bisschen oh Schreck-Momenten, was ist denn das? Ja, und dann kommt eins zum anderen und es hört irgendwie nicht auf. Und es hört eigentlich immer noch nicht auf. Auch jetzt noch stoße ich immer wieder auf Informationen zum Thema, die mich halt ja traurig machen. Und ja, das Einzige, oder das vielleicht nicht das Einzige, aber das Wichtigste, das dann halt wieder irgendwie eine Zuversicht gibt, ist, dass ich dabei auch immer wieder auf neue Menschen stoße und immer mehr Menschen stoße und in Kontakt mit denen komme, die das auch so sehen, dass es wirklich ein Problem ist. Und da ist natürlich in den letzten 10 Jahren enorm viel für mich geschehen und hat sich geändert. Und insbesondere in den letzten, ja, vielleicht oder 1,5 Jahren, das habe ich ja vorhin schon auch ein bisschen angesprochen, im Zusammenhang auch dann mit dem erstmals öffentlich drüber reden, ist es wie normaler geworden für mich. Ja, ich wollte nur sagen, also Michael, ich habe die Erfahrung natürlich auch gemacht, von der du redest, aber vielleicht hatte ich das Glück, dass ich sie nicht so oft gemacht habe, beziehungsweise irgendwie gerade am Anfang, als ich noch sehr unsicher war, hatte ich halt viel die Möglichkeit, mit Manasse drüber zu sprechen. Und wir haben ja auch einen sehr ähnlichen Körper, da wir Zwillinge sind. Und ja, irgendwie war das viel einfacher und bin erst rausgegangen, als ich eine gewisse Sicherheit hatte, also auch raus ins Umfeld sozusagen. Aber ich habe durchaus auch ja, unangenehme Gespräche erlebt. Aber ich denke, das ist wirklich auch eine Frage von, ja, in welchem Umfeld du gerade bist, was für Leute das sind, das ist ein Stück weit Zufall oder Glück dann in dem, oder Pech halt in deinem Fall, ich weiß es nicht. Und ob es vielleicht eine Rolle spielt, dass wir jetzt in der Schweiz leben und du diesen Prozess in Deutschland Das haben sozusagen die gemacht USA. hast. Sorry. Wie? Sorry zu unterbrechen, das haben die USA. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Ja, gut, dann sowieso. Also ich habe das jetzt so, ich habe das sehr allgemein gesagt, aber ich habe das halt auch im Sinn von einfach von der Idee her gemeint. Aber dass es natürlich dann sehr darauf ankommt, mit welchen Menschen, mit welchen Personen du in Kontakt kommst, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ähm, das ist entscheidend. Und ja, ich hoffe, dass sich das auch durch das ist auch ein Ziel von mir, ein Wunsch von mir, dass sich dahingehend auch das Bewusstsein vergrößert. Also das ist auch etwas, wofür ich versuche mit meinem Einsatz dazu beizutragen, ja. Und noch ein Gedanke, den ich hatte, Viktor, weil ist mir einfach jetzt noch ein paar Mal in den Sinn gekommen, dass du gesagt hast, dass du dich irgendwie nicht so wie du hast dich wie so nicht dazugehören gefühlt, weil das ja bei dir sozusagen nicht rituell, also aus medizinischen, ja, scheinbaren medizinischen Gründen war. Und ich ehrlich gesagt, so als wir uns kennengelernt hatten oder einfach früher, als ich noch nicht so viel drüber nachgedacht habe, hatte auch irgendwie, ich hatte sogar noch nicht so dieses Bewusstsein, ich habe auch gedacht, ja, bei mir ist es rituell, da ist irgendwie klar, es war nicht nötig, aber es gibt ja die Leute, bei denen ist irgendwie was nicht richtig so, oder? Und ja, oder das ist einfach nicht dasselbe. Und ich musste das erst irgendwie auch verstehen. Also auch dafür hatte ich selbst kein Bewusstsein, selbst als ich schon ein bisschen die Auseinandersetzung geführt habe. Ähm, und ja, ich meine, inzwischen ist mir klar, dass hier letztendlich kein Unterschied besteht in der Sache. Ne? Es gibt dann Unterschiede in der Diskussion trotz allem immer, weil es alles individuell ist, aber äh, dass auch innerhalb der Betroffenheit gibt es so viele verschiedene Bezüge, dass es eben auch nochmal einiges an Auseinandersetzungen erfordert, dafür ein Bewusstsein zu haben und dem auch, sage ich jetzt mal, auch empathisch begegnen zu können. Und ja, das ist etwas, also ich finde es auch noch wichtig, darüber nachzudenken, was jetzt kommen kann, also ich fände es auch noch schön, das von euch zu hören, was ihr euch so wünscht, was ihr euch so ja, vorstellt, wie sich das in eine bessere Richtung
bewegen kann. Ja, wenn ihr darüber sprechen wollt, wenn ihr noch was anderes sagen möchtet, will ich euch nicht davon abhalten, aber das würde mich interessieren. Du hast ja das Stichwort MeToo gegeben und da ist ja immer eigentlich die ganz entscheidende Sache das gegenseitige Einverständnis. Das wurde doch immer diskutiert. Wodurch, und es wird ja auch weiterhin diskutiert, wodurch ist das gegeben? Auch juristisch wird das diskutiert. Ne? Wo ist es dann, woran ist es festzumachen? Wir wollen eigentlich auch nichts anderes. Wir wollen einfach nur gefragt werden. Und unser Einverständnis ist unverzichtbar bei einer irreversiblen Verletzung im Genitalbereich. Also dafür ist natürlich diese MeToo-Debatte wahnsinnig wichtig, um solche Frames überhaupt zu setzen. Das Einverständnis entscheidend ist. Bei allem, was Sexualität betrifft. Und das, was mit uns passiert ist, hat sehr viel mit Sexualität zu tun. Ist völlig untrennbar davon. Deswegen finde ich solche Debatten, auch solche Übertragungen sehr wichtig, weil sie ein allgemeines Bewusstsein schaffen, zu einer Sensibilität beitragen können. Und wie du auch selber sagst, Ephraim, dass du dann gespürt hast, dass das Thema, was du angesprochen hast, dann eigentlich schon einen gewissen Boden vorgefunden hat. Und der hat ja damit zu tun. Vielleicht hatten wir den 2012, vor 10 Jahren, noch nicht so stark. Obwohl man ja sagen muss, wir waren ja damals nicht auf verlorenem Posten. Wir waren das politisch. Ja, da waren wir hoffnungslos unterlegen. Und in den Medien auch. Weil, das muss man wirklich jetzt mit 10 Jahren Erfahrung auch sagen, sich offensichtlich die politische und die mediale Landschaft in Deutschland relativ ähnlich zusammensetzt, aus den gleichen Eliten rekrutiert, dass da eigentlich keine wirkliche demokratische Kontrolle stattfand und bis heute nicht stattfindet. Denn trotz aller Evidenz hinterfragen die Medien im Großen und Ganzen. Ausnahmen gibt es immer, die will ich auch gar nicht kleinreden, aber im Großen und Ganzen ist das ein Erfahrungswert. Hinterfragen sie diese Regelung ja nicht. Trotz allem, was offensichtlich ist. Trotz 10 Jahren weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung. Trotz immer größerer Bündnisse. Trotz all der Fakten, die zusammengetragen werden, all der Zeugnisse. Alles das in ehrenamtlicher Arbeit hergestellt. Das ist das Problem gewesen. Die Menschen selber, 70% der Bevölkerung haben ja dieses Gesetz, was dann schließlich beschlossen wurde im Dezember, darüber reden wir dann wahrscheinlich im Dezember, deswegen will ich da heute gar nicht so viel drüber reden. Das kommt ja alles noch. Dieses traurige Jubiläum kommt ja auch noch. Jetzt sind wir ja gerade bei dem Guten. Und deswegen will ich auch über das Gute sprechen. Also die Bevölkerung hat das damals nicht so gesehen. Und immerhin 100 Abgeordnete ja auch nicht. Und es gibt viele, viele gute Zeugnisse, die kann man alle noch lesen und nachsehen. Also alles, was man, das ist ja toll, das Netz vergisst nicht, alles, was man dann noch findet, auch an Reden aus dem Bundestag, die für den Kinderschutz gesprochen haben, die Organisationen, die da argumentiert haben, haben das sehr, sehr sorgfältig getan. Das kann man überprüfen. Also diese These, die ich hier aufstelle. Ich fordere auch immer wieder dazu auf, lest das doch mal. Wenn diese typischen Vorwürfe kommen und Unterstellungen, sage ich, lest das doch mal, die sprechen darüber. Ich glaube, man kann sehr deutlich nachvollziehen an dem, was sie sagen und schreiben, dass sie sich der Problematiken bewusst sind. Deswegen bin ich für die Art und Weise, wie die Debatte von den relevanten Kräften in Deutschland für den Kinderschutz geführt wurde 2012, darüber bin ich sehr, sehr froh gewesen. Die haben eine super Arbeit gemacht. Wir auch. Wir haben auch eine super Arbeit gemacht, weil das für uns wirklich, ja, ans Eingemachte ging und uns alle verändert hat, die wir damals dabei waren, die das erlebt haben. Aber auch die uns unterstützt haben. Also ich habe es auch in einem anderen Video, was heute ausgestrahlt wird, gesagt, man lese einfach mal durch, was der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte damals geschrieben hat. Mit welchem Respekt da über den menschlichen Körper, über die Menschen, über die Kinder, über die Betroffenen geschrieben wurde. Das ist wirklich beispielhaft gewesen. Und vielleicht auch in der Medizin nicht immer so selbstverständlich, wie das damals geschehen ist. Und das habe ich nicht vergessen. Das hat es auch gegeben. Schlimm ist, wie damit umgegangen wurde. Und wenn du fragst, was ich mir wünsche, ich habe manchmal einen ganz utopischen Wunsch, dass sich manche der Leute, die damals besonders übel unterwegs waren, die besonders verabscheuend
wirklich, also eine ganz verabscheuender Sprache über den menschlichen Körper, über Sexualität von Männern gesprochen haben, die Betroffene unsichtbar gemacht haben, so Taten, als gäbe es die gar nicht, dass die vielleicht mal irgendwann um Entschuldigung bitten werden. Wie es in anderen Debatten auch schon gekommen ist, dass man sich Jahrzehnte später entschuldigt hat und damit oder um Entschuldigung gebeten hat. So rum muss man sich ja ausdrücken. Und natürlich macht das nichts ungeschehen, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Aber es wäre wenigstens so eine Geste. Aber egal, was passiert ist in den letzten 10 Jahren, das kann man nicht rückgängig machen, aber ab morgen kann es anders sein. Und ich wünsche mir, dass es endlich anders wird. Denn wie lange soll das denn noch so weitergehen? Also wie lang soll denn dieses völlige Torpedieren, dieser Stillstand, diese Schockstarre von EntscheidungsträgerInnenseite, wie lange soll die denn noch so weitergehen? Noch 10 Jahre? Sollen wir in 10 Jahren hier wieder uns treffen und soll bis dahin weiterhin nichts passiert sein? Zum Beispiel beim Deutschen Kinderschutzbund. Also ich habe das mitgebracht, weil ich das kurz hier zitieren wollte in unserer Sendung. Da hat der damalige Präsident, der auch heute noch Präsident ist, hat über die Eckpunkte des Gesetzentwurfs gesagt, bis auf den Punkt Beteiligung des Kindes und Vetorecht des Kindes, auch schon im Grundschulalter, sind die Eckpunkte so in Ordnung. Das hat der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes Heinz Hilgers 2012 zu der völligen Schutz- und Rechtlosigstellung von Jungs gegen nicht-therapeutische Vorhautamputationen gesagt. Und er hat dann auch noch gesagt, in einem Beitrag im Deutschlandfunk, wir werden in all unseren Beratungsgesprächen, in unseren Werbebroschüren, in unseren Kampagnen darauf hinweisen, dass wir die Eltern sehr herzlich drängen und bitten, das alles nicht zu tun. Und es hat bis heute keine einzige Broschüre gegeben des Deutschen Kinderschutzbundes dazu. Eine Mutter von einem betroffenen Jungen, der in eine Notoperation dann über sich ergehen lassen musste, hat uns angerufen und hat erzählt, sie war in einer deutschen Großstadt danach beim Deutschen Kinderschutzbund und die haben ihr gesagt, sie könnten ihnen dazu keine Beratung anbieten. Sie hätten auch kein Infomaterial. Und als 2017 die Küchentischbeschneidung eines kleinen syrischen Jungen ja Gott sei Dank wenigstens mal behandelt wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg, hat der Bayerische Rundfunk ja sehr gut recherchiert und den Deutschen Kinderschutzbund ebenfalls angerufen und um eine Stellungnahme dazu gebeten. Und man hat keine Stellungnahme abgegeben dazu. Also man hat darauf nicht erwidert. Man hat dazu gesagt, man könne dazu nichts sagen. Ne? Und das finde ich schockierend. Weil da muss ich nach 10 Jahren ja einfach sagen, das ist gelogen gewesen. Das war von vorne bis hinten gelogen und ist es bis heute. Und diese Leute kommen damit durch. Die legitimieren jeden Euro an Spenden, den sie einnehmen, dafür, dass sie sich für Kinderschutz engagieren. Und sie tun nichts. Wie lange soll das noch weitergehen? Das macht mich fertig. Da denke ich mir, da muss einfach was passieren. Diese Leute dürfen damit nicht mehr durchkommen. Und zwar nicht wegen der Leute, die sind mir völlig egal. Herr Hilgers ist mir egal, sondern es geht um die Kinder, die das jeden Tag erleben müssen, weil solche Leute sich nicht für sie einsetzen. Und das hätte Gewicht, wenn solche Verbände zum Beispiel sich mal beteiligen würden an der Arbeit. Die kriegen nämlich Geld dafür. Haben hauptamtlich Beschäftigte. Die machen das nicht wie wir jetzt abends in ihrer Freizeit. Und da muss sich noch eine ganze Menge bewegen, denn eigentlich ist viel, was heute hier passiert, auch am BW Doga, ist ja eigentlich nicht unsere Arbeit, sondern das wäre zum Beispiel die Arbeit dieser Leute. Die müssten den Tag organisieren und müssten uns einladen dazu als Betroffene. So rum wäre es. Es ist leider noch andersrum. Dessen muss man sich auch bewusst sein und darauf immer wieder hinweisen. Das wünsche ich mir. Es müssen die tragen, die auch mehr anbieten können und Strukturen haben, um mehr zu tragen. Es darf nicht davon abhängen, dass jetzt wir 4, die uns jetzt hier zusammengetan haben, jährlich einmal die Hosen runterlassen vor der Kamera. Das ist unverhältnismäßig und menschenunwürdig. Das muss aufhören. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass du das sagst, auch dass du das hier sagst, weil
ist natürlich das wieder, und das geht, wovon wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ich glaube, Ephraim hat das gesagt, eben, wir machen das ja nicht wegen uns, sondern wegen den Kindern. Du hast es jetzt nochmal gesagt. Und eben, ich habe andere Dinge, die ich gern tue. Natürlich, weil wir uns so intensiv damit befassen und so häufig uns austauschen, haben wir zwischendurch ja auch angenehme Momente, lustige Momente und dann denke ich mir so, ist ja schön, dass ich das zusammen mit Viktor erleben kann oder dass ich mit ihm dieses Gespräch haben kann, mit Michael, mit Ephraim. Und dann ist es aber einfach so, dass es einfach, ich meine, so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich meine, ich arbeite weniger, damit ich mehr Zeit habe für das. Aber nicht, weil ich irgendwie besonders Spaß dran habe. Im Gegenteil, ich habe wirklich eigentlich keine Lust auf diese Diskussion. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mich freue darüber, dieses Thema in meinem Leben zu haben. Da gäbe es ganz viele andere Dinge, die ich viel vergnüglicher fände. Und auch ist es nicht so, dass ich unbedingt die ganze Zeit drüber reden will, wie es mir so geht mit dem, weil irgendwann habe ich das auch irgendwann mal so ein bisschen begriffen. Natürlich lerne ich immer wieder was dazu. Das ist ja immer so bei diesen Themen. Da ist nie irgendwie fertig mit dem Dazulernen und Verstehen. Nur gibt es auch andere Dinge, die ich interessant fände, besser zu verstehen und mehr darüber zu lernen und mehr Zeit damit zu verbringen. Und das mache ich halt jetzt nicht, dass ich mit den anderen Themen nicht so viel befasse, weil eben die Kinder nicht so, wie wir hier sitzen können, als gebildete Personen, als Personen, die über was nachdenken können, differenziert und sich auch informiert haben in der Zwischenzeit über das, was die Vorhaut eigentlich ist und was da dann tatsächlich genommen wird, wenn sie abgeschnitten wird. Die Kinder können das nicht sagen, die Kinder können dieses Gespräch nicht führen. Also müssen wir es machen. Wir müssen es tatsächlich machen. Ähm, ja, weil nur wir das können. Wenn wir es nicht machen, dann ist es tatsächlich so, dann könnte dann behauptet werden, das gibt's nicht. Oder gut, es könnte nicht behauptet werden, aber ähm, es scheint dann so, als gäbe es nicht, das nicht. Ja, ähm, das würde ich so alles so in Grundzügen zustimmen. Was ich mir zusätzlich wünschen würde, ja, anders ausgedrückt, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu pessimistisch der Gesellschaft gegenüber, um mir viel so Änderungen zu wünschen. Also in Bezug auf halt gesetzliche und elterliche so Entscheidungsverfahren. Aber was ich mir wünschen würde, wäre dann halt irgendwie also Hilfe für die Betroffenen, die das doch wollen. Also auch wenn wir halt ein kleinen Teil davon sind, sind die Optionen ziemlich fatal. Also man kann, so wie Viktor schon vorher angesprochen hat, so ja außerärztliche irgendwelchen Sachen anschaffen und ausprobieren, halt ja den eigenen Körper dann wieder zu verändern. Aber wenn man ja so psychologische Hilfe ist sowas wie nicht vorhanden. Ähm, also kleine Vignette, ich war mal also zurück in den USA, bin ja, zum Psychotherapeut gegangen und eigentlich hätte ich ihn berufsethisch hierfür anzeigen sollen, aber ich hatte es dann direkt, ziemlich früh angesprochen. Er meinte so, oh, ich war bei 3 Überschneidungen, sind alle gut gelaufen eigentlich. Das war okay, dann Feierabend dann, ne? Das ist halt, also, und auch in Deutschland ist es so, es wird halt nicht darüber gesprochen. Also, das halt, also die Fachleute, die eigentlich dafür zuständig sind, sind da halt am Schlafen. Und das darf nicht sein, finde ich. Ja. Also das würde ich nicht wünschen, dass die Leute einfach ihren Jobs tun. Das ist halt ähnlich, was Victor gesagt hat, aber es ist in einem anderen Bereich. Ähm, ja. Ja, also das ist natürlich, finde ich, sehr wichtige Sache.
der Wunsch, dass wir Betroffenen einfach auch irgendwo, ähm, ja, irgendwo hin können mit unserem, mit dem Leiden, mit den Schwierigkeiten, mit all dem, was da dazu kommt. Ähm, davon sind wir wirklich noch entfernt, weil das Grundbewusstsein fehlt. Ich meine, Manasse und ich, wir versuchen hier bei uns auch mit unserem neuen Verein und auch mit Manasses ärztlicher Tätigkeit, ja, was dazu beizutragen. Aber das ist natürlich echt, das ist auch eine traurige Geschichte. Also ich denke, dass da, so wie du das erzählt hast, werden das andere auch erlebt haben. Ich bin gar nicht erst, ich bin gar nicht erst je irgendwo hin und hab das versucht, ne, dafür irgendwie medizinisch Verständnis zu finden. Das kommt jetzt erst, weil ich tatsächlich, also auch dank deinem Einsatz, Manasse, da gewisse Möglichkeiten sehe. Aber also das ist etwas, ja, das ist natürlich essentiell. Und ja, ich denke jetzt mal, der Grund, warum ich ein bisschen optimistischer bin, zumindest auf lange Sicht, ist, weil äh, ich habe irgendwie jetzt doch ein paar Begegnungen gehabt und Erfahrungen, die mir Mut machen, dass hier auch ähm, gewissermaßen ein Verständnis dafür wächst oder zumindest, ja, also ich meine, Viktor, du hast vorhin gesagt, vielleicht waren wir vor 10 Jahren auch sonst an einem anderen Punkt. Da bin ich überzeugt davon. Also ich meine, wir dürfen auch nicht unterschätzen, was sexuelle Selbstbestimmung betrifft. Ähm, also es gibt jetzt hier auch das Recht zu für gleichgeschlechtliche Paare sich zu heiraten. Was man jetzt von der Ehe halten will, ist unabhängig davon. Also es ist einfach so, es wächst ein Selbstverständnis dafür, dass es, wenn es um körperliches, sexuelles, intimes, solche persönlichen Dinge geht, dass das einfach eine Entscheidung ist, die nicht von außen getroffen werden darf. Und ich glaube, das ist viel selbstverständlicher inzwischen. Und dass natürlich trotzdem irgendwie immer noch damit weitergemacht wird, Kindern irgendwie, ja, hier, den, wie man es auch sagen will, ne? Also die Vorhaut abzuschneiden, Kindern den Körper zu verändern, zu verstümmeln. Also das ist natürlich schwer irgendwie damit zu vereinen, aber eben viele Leute müssen auch erstmal noch darauf aufmerksam werden. Es gibt diesen Widerspruch oder dass es, also es ist wie, ich merke, wenn ich habe schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich dann Leute darauf anspreche, dann macht es dann so ein bisschen, aha, ja, also gerade Leute, die so ein bisschen Bewusstsein haben und ja, okay, wie viel Optimismus hier gerechtfertigt ist, keine Ahnung, aber ich würde einfach sagen, mein Wunsch ist hier schon, dass, also alles die Dinge, die ihr gesagt habt, denen schließe ich mich an, aber also ich meine, ich denke schon, wir dürfen uns wünschen, dass sich hier was auch ganz grundsätzlich bewegt, ähm, dass wir hier auch große Schritte weiterkommen können. Ähm, das tue ich auch nicht ausschließlich in Bezug auf jetzt meine Betroffenheit oder eben die Frage der genitalen Selbstbestimmung, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, dass es einen Willen dazu gibt, eine Gesellschaft sozusagen, also gesellschaftlich diesen Willen gibt, ähm, zu mehr Gleichheit und mehr auch gegenseitigem Respekt und so weiter. Also es gibt schon diese Kräfte. Natürlich, das ist immer etwas, das stößt immer auf Widerstand, diese Bewegungen. Aber ich meine, ich wünsche mir das auch gerade als Mensch mit diesem jüdischen Hintergrund als Teil meiner Identität, weil ich einfach auch merke, dass immer noch so ein Unterschied gemacht wird, so ja, das sind halt die Juden, die das machen oder die Moslems, ne? Und
ich wünsche mir irgendwie auch einfach, dass die Leute kapieren, ja, vielleicht sind es Juden und Moslems, aber es sind auch Schweizerinnen, es sind auch Deutsche, ja, also dass das irgendwie so klar wird, ne? Also das sind nicht einfach irgendwelche anderen, sondern das sind Menschen, die zu unserer Gesellschaft gehören und ähm, ja, die eigentlich, es gibt hier nicht irgendwie einfach einen Unterschied. Du kannst das nicht einfach irgendwie aufhängen an deren Religion oder kultureller Herkunft, sondern letztendlich ähm, gilt für alle oder sollte für alle das Gleiche gelten, in den Rechten wie den Pflichten. Und wenn wir einander auch hier, also deswegen wünsche ich mir auch, dass ich würde mich mehr als Teil der Gesellschaft fühlen, wenn jetzt hier irgendwie nicht einfach fürs Judentum oder für Menschen mit muslimischem Hintergrund solche ja, Ausnahmen gemacht würden, die letztlich auch eine Ausgrenzung bedeuten. Also es geht für mich auch in die Richtung. Ich wünsche mir das äh, ganz allgemein, dass wir hier weiterkommen. Einfach damit sich als Stärkung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, ja, und die Inklusion und einfach auch äh, für die Vielfalt, ja, Ja, genitale Selbstbestimmung ist Vielfalt. und Respekt. Schön. Ja, danke. Kann ich nur zustimmen. Gibt es von deiner Seite noch irgendwie einen Ausblick, den du machen würdest oder Ich habe den Anfang nicht verstanden. Mich? Hast du mich gefragt? einen Ausblick oder einen Wunsch, den du hier noch Noch ein Wunsch. nennen würdest? Ah, gerne, ja, ich habe noch viele Wünsche. Nein, auf jeden Fall ganz viele Wünsche erfüllen sich ständig und wir erfahren nur nie davon. Das sind all die Kinder, die verschont bleiben, weil Eltern auf Informationen gestoßen sind, die wir mit hergestellt haben oder wofür wir Impulse geliefert haben, dass sie hergestellt wurden. Das erfahren wir ja oft gar nicht. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Das passiert. Es passiert, ohne dass irgendwelche PolitikerInnen handeln. Die, die brauchen wir auch. Natürlich darf so eine Gesetzeslage nicht in einem Rechtsstaat nicht weiter bestehen. Das ist ganz schrecklich. Also Deutschland hat ja die schlimmste rechtliche Situation mit diesen 3 Spezialgesetzen. Kinder unterschiedlich behandelt. Aber dafür, im Endeffekt muss es ja Klick im Kopf machen, ne? Und dafür sind Gesetze ein wichtiger Impuls, selbstverständlich, aber das geht auch schon ohne Gesetze und das machen auch schon viele. Und das wünsche ich mir natürlich, dass das immer weiter in die richtige Richtung geht. Dafür brauchen wir aber, wie ich vorhin angesprochen hatte, diese Strukturen, die es gibt, die jeden Tag eigentlich über Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, gleiche Chancen, gegenseitiges Einverständnis reden, dass die das inkludieren. Die sind in der Verantwortung dafür. Die besetzen diese Begriffe, diese Werte. Begriffe ist ja eigentlich was Hohles. Also diese Werte besetzen die. Und die müssen sie mit Leben füllen. Und da stehen sie eigentlich in besonderer Verpflichtung, wenn diese Werte ja sogar auf gesetzlicher Ebene verraten worden sind. Also die Diskriminierung nicht besteht trotz Gesetzen, sondern sogar durch Gesetzen, dann müssen sie erst recht handeln. Die brauchen wir dazu. Alleine schaffen wir das nicht, aber wir können uns sicher sein, dass wir da einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Und das gibt mir persönlich immer doch sehr viel Kraft, nicht in so einer schwarzen Wolke zu versinken und zu denken, oh Gott, warum macht man das alles? Es hat gar keinen Sinn. Doch, doch, das hat ganz praktische Folgen. Also das wissen wir ja auch durch Reaktionen, die uns erreichen. Und wenn man sich nach 10 Jahren jetzt den Flyer anschaut vom WW Droga und die Unterstützerliste auf der Rückseite, all der Organisationen, die mit aufrufen, da passt ja kaum noch drauf auf die Seite. Ne? Der Grafiker ist jedes Mal entsetzt, dass es noch mehr werden. Ja, das Problem wird hoffentlich immer größer für dich werden, sage ich jedes Jahr. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel passiert.
in den 10 Jahren. Das darf auch nicht zu kurz kommen. Also es ist natürlich viel zu wenig und für so eine lange Zeit vor allen Dingen. Ja, aber es ist vieles auch in die richtige Richtung gelaufen. Und da möchte ich Ephraim wirklich zustimmen, wenn er eben das erwähnt hat, weil ich glaube, ich würde das so sagen, der Widerspruch wird immer deutlicher und immer größer. Es wird immer schwieriger für die GegnerInnen der Kinderrechte in dieser Frage, sich rauszuwinden, weil das Bewusstsein an sich sehr stark ist für gleiche Chancen und die Werte, die ich eben aufgezählt habe. Und da muss man eben dranbleiben. Da muss man nachhaken. Also, und zwar nicht nur wir, sondern eben zum Beispiel auch die Medien, müssen darauf angesprochen werden. Ich finde es furchtbar, dass wir jetzt eine neue Ministerin haben im Bundesministerium, BMFSFJ, unter anderem auch im Ministerium für Jugend, die vor 10 Jahren für die Schutzlosstellung von Jungen gestimmt hat. Und diese Ministerin wird natürlich jetzt vorgestellt in den Medien überall, was die so bisher gemacht hat, weil sie nicht so, manche meinen, nicht so besonders stark bisher in Erscheinung getreten ist und vielleicht nicht so bekannt ist. Der Punkt steht da nicht. Ich würde mal sagen, das ist mit einer der wichtigsten. Wie hat diese Frau sich denn bisher verhalten, wenn es drauf ankam? Nicht in Sonntagsreden, sondern dann, wenn es darum ging, wenn wirklich die Rechte von Jugendlichen unter anderem, von Kindern zur Disposition standen. Und das finde ich schlimm, dass das immer noch geht. Da muss mehr kommen. Das ist auch ein Wunsch. Und ich wünsche mir, das ist vielleicht das Letzte, weil du ja sagtest, völlig zu Recht, wir haben eigentlich alle auch was anderes zu tun und daran ändert nichts, dass auch sehr bereichernde Begegnungen dadurch entstehen. Das ist ja oft so, ne? Auch schmerzhafte Erkenntnisse, hinter die kann man sowieso nicht zurück. Hinter die will man ja eigentlich auch nicht so richtig zurück. So ambivalent das oft auch für einen persönlich ist. Aber sie führen Menschen zusammen. Und das kann vielleicht auch Mut machen draußen, denn dieses Thema ist so angstbesetzt. Es wird immer mit Angst runtergeschlagen, was passiert, wenn man darüber spricht. Kulturkampf, Ressentiments, Vorurteile und dass die reale Erfahrung, die wir, glaube ich, beim Bevidoga jedes Jahr wieder machen, eine ganz andere ist. Das würde ich mir auch wünschen, dass das mal gesehen wird, weil Angst immer ein schlechter Ratgeber ist. Aber die Begegnung, die man hat, trotz all der, ja, auch Keile, die ja auch zwischen uns getrieben werden. Ihr habt selber alle gesagt, ihr anderen drei 2012 wart ja eigentlich eher skeptisch, ablehnend. Ihr hättet vielleicht auch nicht gedacht, dass 10 Jahre später wir jetzt hier zusammen sind und uns so viel zusammengebracht hat, wir so viel voneinander erfahren haben und so viel voneinander gelernt haben. Das ist was Wunderbares, ne? Und vielleicht macht das auch anderen Mut, sich auf diesen Weg zu begeben und sich auch etwas treiben zu lassen und ja, von Zuversicht treiben zu lassen und Vertrauen, dass ein Thema wie Kinderschutz einen eigentlich nicht völlig in die Irre bringen kann. Das kann einen nicht wohin leiten, ähm, wo es im Endeffekt zu ganz fürchterlichen Dingen kommt. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Empathie für die Schwächsten ist ein besserer Leitfaden als Angst. Ist meine Erfahrung auch seit 10 Jahren. Ist jetzt keine Wort zum Sonntagsrede, sondern dafür habe ich wirklich ganz viele Beispiele und für die bin ich sehr dankbar. Ja, dazu kann ich vielleicht einfach noch kurz sagen, also ich finde das auch ganz wichtig, wirklich zu betonen, dieser weltweite Tag der genitalen Selbstbestimmung. Das ist etwas, was für mich, ich meine, eben, letztes Jahr waren wir das erste Mal so mit einem Video dabei und jetzt in diesem Jahr seither habe ich einfach gemerkt, wie wichtig das ist, so auch, also dieses Internationale, aber auch einfach so dieses Solidarische und dieses eben Positive, ja, also auf Selbstbestimmung bezogen, auf Kinderrechte, auf Schutz von Kindern und weil es gibt hier so viel zu gewinnen für uns alle.
mit diesem Anliegen. Das, was ich vorhin gesagt habe, aber das ist einfach grundsätzlich, also das kann so viel bewegen, die genitale Selbstbestimmung, weil es halt einfach um das Intime, um das Persönliche geht und das ist letztendlich dort, wo es was entscheidend ist für die individuellen Rechte, für die individuelle Freiheit. Dass eben auch das wenn es nicht für den Intimbereich gilt, ja, wo gilt die Freiheit denn sonst noch, ne, wenn es nicht mal für das gilt? Aber wenn wir dafür umgekehrt dann formuliert eben wieder positiv, wenn wir es dafür wirklich ins Selbstverständnis schaffen, dann sind die anderen Dinge auch, dann ist alles andere auch möglich, meiner Meinung. Und das ist für mich das Schönste am Vivedoga, ja, einfach dass das im Zentrum steht. Ja, und dass halt alle aus allen möglichen Hintergründen wir zusammenkommen und dafür hinstehen, ja, und uns dafür stark machen und dieses Selbstverständnis erleben an einem Tag im Jahr, dass das einfach alle rund um uns rum, das ist einfach klar, das gehört dazu. Ja, auch wenn wir sonst vielleicht ganz unterschiedliche Ansichten haben in anderen Dingen. Ja, das ist wirklich etwas, was ich auch mich immer wieder drüber freue und auch drauf freue, ja. Da kann ich mich allem eigentlich anschließen, was ihr beiden jetzt gerade gesagt habt. Und vielleicht von meiner Seite her noch der Wunsch für die Zukunft ist sicher, dass das Bewusstsein darüber, was eben die Vorhaut ist, sich auch noch wirklich verbessert überall. Also egal, ob es jetzt um irgendwelche religiös-kulturellen Gemeinschaften geht oder eben die gesamte Gesellschaft und natürlich auch in der Medizin. Da ist auch zum Glück schon einiges gegangen. Du hast vorhin gesagt, Viktor, dass in Deutschland die rechtlich eigentlich ja, die problematischste Lage besteht. Und zugleich kann auch inzwischen gesagt werden, was das Bewusstsein jetzt in der Medizin zumindest betrifft, hat sich in Deutschland sehr vieles verbessert. Und es könnte eigentlich gesagt werden, Deutschland ist da, also die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie und die Leitlinien, die erschienen sind, erst vor ein paar Wochen, die sind eigentlich ja, weltweit wahrscheinlich einzigartig. Und solche Dinge zeigen auch, dass sich da was bewegt. Und wie du es vorhin gesagt hast, das finde ich natürlich sehr schön, zeigt es auch, dass der Erfolg eigentlich darin liegt, bei dem, was wir nicht mitbekommen oder selten mitbekommen, bei den Kindern, bei denen das dann eben nicht gemacht wird. Und ich denke, je mehr, dass sich das Bewusstsein auch verstärkt, wie du es gesagt hast, muss sich im Kopf ändern, desto näher kommen wir dann auch dem Ziel der genitalen Selbstbestimmung. Ja, möchte noch jemand was sagen? Michael, möchtest du noch was sagen? Also, Ich glaube, ihr habt das hier schöner ausgedrückt als ich. Ähm, Ich würde vielleicht nur, also aus meiner Sicht, ich habe irgendwann ein schönes Zitat mal gehört, gelesen, von wegen, dass wer Frieden möchte, muss für die Gerechtigkeit arbeiten. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne, ja, sehr schönes Schlusswort für dem, wie ich mich jetzt zu dem Thema verhalte. Ja, schön, vielen Dank. Ja, ich danke auch.